zu einem neuen Video von mir. Diesmal wieder ein Unpacking bzw. Unboxing-Video. Erneut von einem Lucky Pack. Diesmal von Baby The Stars Shine Bright. Hierbei handelt es sich um eins von den Oktober-Paketen. Baby hatte im Oktober so Pakete rausgebracht. Ich glaube, es war noch vor Halloween, also es waren nicht unbedingt Halloween-Pakete, sondern einfach random Pakete, ja, die sie halt dann genau zu diesem Zeitpunkt rausgebracht haben. Ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht, wie mein Hund gerade am Wasser schnappert. Hat er wieder sein Timing. Ja, genau. Also ein Lucky Pack von Oktober 2015 von Baby The Stars Shine Bright. Und ja, wie ich schon beim letzten Video gemeint habe, bevor ich hier noch großartig weiter labere, fange ich einfach an. Eine Sache muss ich noch sagen. Achso, genau, ich habe mir auch wieder den Preis aufgeschrieben. Es gab 3 Varianten, soweit ich mich erinnere. Leider hat Baby in der Zeit die Seite umgeändert und jetzt gibt es da halt nichts mehr zu sehen. Das heißt, ich kann auch leider das Bild davon nicht einblenden oder so. Es gab eine Variante, das ist die, die ich hier auch gekauft habe. Die hat 21.600 Yen gekostet. Das war im Prinzip ein komplettes Paket für ein komplettes Coordinate-Ding, was beinhaltet eine Bluse, ein JSK, also ein Jumper-Skirt, ein Headpiece, eine Strumpfhose und so ein super süßes Fell-Cape. Das nächst teurere, was glaube ich irgendwie so 5.000 ungefähr mehr gekostet hat, wenn ich mich nicht täusche, war leider nicht mehr so schön als, ja, als richtiges Set zu betrachten. Das war, soweit ich mich erinnere, glaube ich, mit einem Rock, einem Bustier. Ich glaube, da war keine Bluse drin, das war das, was mich gestört hatte. Ich glaube, es war ein Barett drin, Socken und noch irgendwas, ich weiß aber leider nicht mehr was. Und das noch nächst teurere, was dann glaube ich auch nochmal 5.000 mehr gekostet hat, also dann so im 30.000 Yen Rahmen war, hatte dann auch wieder das Cape dabei. Das war auch das, was mich bei dem mittleren etwas gestört hat, dass dieses schöne Cape da nicht dabei ist. Da war glaube ich ein One Piece und ein Jumper Skirt, nur dass man bei dem One Piece schon wusste, was es war. Und eine Tote Bag, bei der man auch schon wusste, welche das war. Und das waren beides Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Und ansonsten auch ein paar Teile. Also das, was ich mir bestellt hatte, war 5-teilig. Ich glaube, das danach war 6-teilig und das andere dann 7-teilig. Aber eben mit 2 Teilen, bei denen man schon wusste, was es war. Das Ding war, als es rauskam, war das erste Paket wieder super schnell ausverkauft. Eben weil es echt ein perfektes Paket war, eben mit einem kompletten Set zum Anziehen. Ja, das war dann weg, als ich das dann gesehen habe und da habe ich mich sehr geärgert und habe dann halt überlegt, ob ich mir eins von den anderen hole, aber die haben mich halt nicht so hundertprozentig angesprochen, eben weil bei dem zweiten dieses Cape nicht dabei war, was ich halt beim ersten so schön fand, und weil beim dritten eben 2 Items dabei waren, die mir einfach überhaupt nicht gefallen haben. Und ich hatte dann super Glück, weil bei Baby The Stars Shine Bright ist es so, dass man 10 Tage lang Zeit hat zum Bezahlen. Und wenn man in dieser Zeit nicht bezahlt und die halt auch nicht anschreibt und denen sagt, hier, ich brauche ein bisschen länger, dann geht das sozusagen wieder in den Verkauf. Sprich, dann verfällt der Kauf, den man selber getätigt hat, und jemand anderes kann es halt wieder kaufen. Und ich hatte richtig Glück, dass das überhaupt so lange drin war. Aber meistens sind die Lucky Packs auch gar nicht so lange drin. Es war halt über 10 Tage drin. Ich glaube, 15 Tage war es ungefähr drin. Und nach 10 Tagen hat es halt tatsächlich scheinbar eine Person nicht bezahlt. Und dementsprechend war dann plötzlich ein Lucky Pack wieder drin und ich habe dann nicht so lange gezögert und dachte mir, scheiß drauf, ich will dieses Paket, das ist einfach zu perfekt und ich will unbedingt was von Baby The Stars Shine Bright. Ich hatte bisher nur einen Cardigan, den ich mir mal auf einer Konichi vor einigen Jahren gekauft hatte, der auch super niedlich ist in Pink.
Ja, und ich habe halt mein Glück versucht, da ich mir sowieso gerne mal von Baby ein Paket kaufen wollte. Und ja, jetzt laber ich wirklich nicht weiter um den heißen Brei. Hier ist mein Lucky Pack. Wie gesagt, 21.600 Yen hat es gekostet. Man wusste schon, was man ungefähr kriegt. Und ich fange jetzt hier mal an. Also, als Headpiece habe ich bekommen dieses süße Headpiece. Ich muss gerade noch dazu sagen, man wusste, also es war irgendwie so ein Original Baby Pattern Pack oder irgendwie so hieß das. Und man wusste, dass das JSK, also dass das Jumper Skirt auf jeden Fall ein Babyprint ist. Aber ich glaube, bei dem Headpiece und bei den Strumpfhosen konnte es genauso gut auch Alice and the Pirates sein, was ja auch zu Babies and Starshine Bright gehört. Und so war es bei dem Headpiece. Das Headpiece ist von Alice and the Pirates, das sieht man hier. Ist eigentlich relativ süß. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das mit den Perlen hier also auf dem Headpiece, was hier so in der Borte so ein bisschen mit eingebunden ist. Ich meine in der Spitze. Hier ist halt an der Seite so ein, sieht ein bisschen aus wie so ein Unterdeckchen als Herzform. Und dann sind halt hier so Blümchen. Genial ist, es gibt dieses Ding in 3 Farben. Im Prinzip sehen alle gleich aus, also alle hell, im Prinzip genau gleich. Die Blumen unterscheiden sich ein ganz kleines bisschen. Und ansonsten ist tatsächlich der Unterschied der Farbe einfach nur der, dass hier ein anderes Band dran ist. Ich habe also Blau, es gab noch Mint, also grün, und Pink gab es, glaube ich, auch noch. Finde ich ein bisschen, na, okay, warum nicht, aber schon ein bisschen seltsam. Ist persönlich für mich keins der besonderen Stücke. Es ist hübsch, aber es ist überhaupt nicht mein Stil. Gefällt mir nicht. Wer also Interesse hat, gerne melden. Steht zum Verkauf. Süßes Ding von Alice and the Pirates. So, dann kommen wir zu der Strumpfhose. Das ist diese hier. Ich werde auch nochmal ein Bild einblenden, wobei auf dem Bild auch nicht so sonderlich viel zu erkennen ist. Ist auch nichts Besonderes. Sind halt so Blümchen auf rosa. Unten beim Fußteil sind dann halt ganz viele, so eine Blümchenwiese. Und irgendwo so, ich würde mal sagen, auf, ich weiß nicht, Höhe der Knie oder ein bisschen über dem Knie, so Oberschenkelhöhe, ist dann nochmal so ein Streifen mit diesem Blumenmuster, also mit diesem Blumenwiesenmuster-Dingens. War, glaube ich, auch Baby and the Starshine Bright. Überhaupt nicht meins. Also auch wenn ich Pink liebe, kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Blumenmuster, ja, wenn es hübsch aussieht, finde ich das auch mal ganz schön, aber jetzt nicht so allgemein immer. Und ja, dann ziehe ich lieber so schlichte Strumpfhosen an. Wer also Interesse hat, süße pinke Strumpfhose von Baby, steht zum Verkauf. So, waren schon mal 2 eher nicht so tolle Sachen. Dafür hat es aber der Rest dann in sich. Also kommen wir erstmal zu dem wunderschönen Stück, weshalb ich das eigentlich unbedingt haben wollte. Und zwar dieses super tolle Cape. Ich muss gerade mal irgendwie ein bisschen gucken, dass ich das irgendwie ganz gut hingehalten kriege. Es ist halt so ein Cape, also von der Länge. Ich kann es mir ja mal so ein bisschen anhalten. Ja. Das ist nicht so ganz richtig. Was ist denn hier? Die Kante, da ist die Kante. So sieht das aus. Ist schon ein bisschen länger. Ich habe noch ein anderes Cape. Das ist nicht ganz so lang. Ich habe aber auch eins, das länger ist. Also es geht so bis zum Ellbogen, würde ich ungefähr sagen. Das andere, was ich habe, ist tatsächlich nur bis hier irgendwo. Und dann habe ich noch eins, was richtig bis zum Handknöchel geht. Also, aber schon eine gute Länge. Das Material ist der Traum schlechthin. Das ist einfach so kuschelig weich. Es fühlt sich an wie echtes Fell. Auch das Innenfutter ist ganz schön. Das ist so ein Satin. Auch die Schleife ist sehr süß, die hier vorne angebracht ist. Dann hat es halt schöne Hasenohren, damit man im Prinzip so ein Usakumya selber sein kann. Hat hier an den Ohren auch nochmal diese Schleifchen. Und an dem linken Ohr, ich habe es nicht so mit rechts und links, ist sogar tatsächlich das Baby-Logo auf so einem kleinen Anhänger, was ja öfter gerne mal bei den Babysachen ist. Also insgesamt super, super süß, echt hübsch. Hat hier vorne 2 Verschlüsse, um das zuzumachen. Solche Hakenverschlüsse. Hat aber halt außerdem auch noch die Schleife
und ist ein super hübsches Ding. Also da habe ich richtig Glück gehabt. Auch dass es das Weiße ist, das ich bekommen habe. Es gab es, glaube ich, noch in einem oder sogar 2 Brauntönen und in Schwarz, soweit ich mich erinnere. Ist aber Weiß mein absoluter Favorit, weil ich ja überwiegend gerne Pink trage, auch wenn man das bisher in meinen Videos nicht so gesehen hat, weil ich meistens jetzt Schwarz getragen habe. Aber ja, eigentlich trage ich am liebsten Pink oder helle Farben und da ist Weiß natürlich das Beste. So, dann gehen wir mal weiter. Dann machen wir als erstes erstmal die Bluse. Ich stelle immer wieder fest, dass ich hier irgendwo schon ein bisschen Schmuddel habe. Lalala. So, die Bluse. Auch ein super hübsches Stück von Baby. Relativ schlicht. Nichts jetzt großartig Besonderes, aber halt trotzdem schön. Gerade auch, was ich persönlich sehr mag, ein eher kleinerer Kragen mit einem eher feineren Spitze hier vorne. Auch am Ärmel ist eine feinere Spitze mit Gummibund wie immer hier. Hier ist auch ein Gummibund, was ich jetzt irgendwie festgestellt habe, was scheinbar öfter bei Baby der Fall ist. Ja, mit süßen, mal gucken, Herzknöpfchen. Und ansonsten eben relativ schlicht. Leider kein Backshearing, also eben kein Gummibund hinten oder Band oder irgendwas. Ja, diese Bluse ist leider super, super klein. Also zumindest für meine Verhältnisse super klein. Und deswegen passt sie mir leider nicht. Ich habe jetzt aber mittlerweile noch eine andere Babybluse, bei der ich dasselbe Problem habe, dass sie mir eigentlich zu klein ist. Sie würde mir aber an den Ärmeln passen, auch diese hier. Was bei mir auch immer schon ein bisschen problematisch ist. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch wenn es eigentlich bei einer Babybluse, bei einer Brandbluse an sich ein bisschen kritisch ist, dass ich das wahrscheinlich erweitern lasse, beziehungsweise selber erweitere. Also dass ich hier an der Seite eben noch ein bisschen Stoff einnähe, beziehungsweise eventuell zur Änderungsschneiderei gehe. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür Geld ausgeben möchte. Ich kann ja auch selber nähen. Ja, weil ich die schon gerne behalten möchte, da ich eben Probleme mit Blusen habe und mir die doch sehr gut gefallen und ich sie halt doch gerne behalten möchte. Ja, mal schauen. Nee, also sie steht theoretisch nicht zum Verkauf. Falls aber doch jemand Interesse hat, bevor ich damit anfange, schreit auf. Die würde ich vielleicht auch noch hergeben. Ich habe nämlich noch eine andere weiße, die gebe ich auf keinen Fall her. So, dann kommen wir theoretisch zum Hauptstück. Also wir hatten jetzt meine Bluse, mein Cape, mein Headpiece und meine Strumpfhose. So. Dann bleibt ja eigentlich nur noch der JSK. Den habe ich hier. So. Ta-ta-ta-ta. Das absolute Traumstück. Also zumindest für mich, auch wenn ich nicht zwingend so auf Lila, Flieder und Co. stehe, hat es einfach trotzdem auch sehr viel Pink-Inhalt. Die Schleife hier ist pink. Hier unten ist auch pink. Und es ist einfach Cinderella, was ich einfach super geil finde. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich sehe gerade Cinderella nicht, da ist Cinderella. Ich hätte einfach gar nicht damit gerechnet, dass ich ein Cinderella, also ein Disney Jumper Skirt von Baby and the Starshine Bride kriege. Da hatte ich einfach so super Glück mit. Ich habe echt schon damit gerechnet, das Schlimmste irgendwie zu kriegen. Und das Geniale ist sogar, der ist tatsächlich von 2005. Ich glaube, bei den Meta-Sachen, die ich in dem vorherigen Lucky Pack bekommen hatte, die waren alle so ein Jahr alt, wenn ich mich nicht täusche. Damit hatte ich hier eigentlich auch gerechnet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob vielleicht dieses Paket, was ich bekommen habe, dadurch, dass es so ein Nachzügler war, vielleicht extra gepackt wurde oder so. Und ich da halt einfach dann dadurch viel Glück hatte, jetzt irgendwie so besondere Teile zu kriegen. Auf jeden Fall bin ich super, super glücklich. Das ist einfach ein Traum von einem Kleid, Jumper Skirt. Super schöne Borte an den Ärmeln, schöne Ärmel, verstellbare Ärmel mit Knöpfen. Gerade mal so zeigen, da Knöpfchen, Ärmel. Hier vorne, das finde ich immer bei Kleidern sehr hübsch, wenn das hier so umgenäht ist. Finde ich besonders immer schön, wenn das unten der Fall ist. Will ich auf jeden Fall bei einem von den Kleidern, die ich dann nähe, auch mal irgendwann machen. Super schöne Schleife mit dem Baby-Logo. Da
bin ich so happy drüber. Und wieder die super schöne Borte, kleine Schleifchen hier, auch darunter Borte. Ja, der Print ist ein Traum. Ein bisschen schlicht, finde ich so, aber dadurch, dass das Kleid einfach insgesamt so pompös ist, ist das voll okay. Und ich muss zugeben, ich habe den Disney Cinderella Film, glaube ich, erst vor, wahrscheinlich lüge ich jetzt total, 3 oder 4 Jahren, vielleicht sind es auch nur 2 Jahre, auf jeden Fall vor relativ kurzer Zeit erst gesehen. Also nicht irgendwann in meiner Kindheit. Ich habe nie Cinderella als Kind gesehen. Ich habe im Prinzip, glaube ich, fast jeden Disney-Film als Kind gesehen, außer Cinderella. Ich weiß nicht warum. Ja, aber ich habe es mittlerweile gesehen. Von daher, ich habe auch Alice im Wunderland total lange nicht gesehen. Das ist total schräg. Ich bin eher so mit Ariel und Co. aufgewachsen und ich weiß auch noch, mein erster Kinofilm damals war, also mein wirklich erster Kinofilm, nicht Disney, sondern allererster Kinofilm, war Pocahontas. Und ich stand total auf König der Löwen, aber ja, ich habe nie Cinderella und Alice im Wunderland als Kind gesehen. Warum auch immer. Vielleicht fand das meine Mutter irgendwie, fand das, ja, meine Eltern irgendwie gruselig oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie auch immer. Wir waren bei dem Print, genau. Und dann unten, super, super, super hübsch. Ich wollte es gerade irgendwie so einzeln hochnehmen, das funktioniert nicht so ganz. Das habe ich jetzt auch schon bei Baby öfter gesehen, dass das so mehrfach Bortenkram und Rüschen und was auch immer ist. Das ist hier einmal gerüscht, da ist eine Borte drüber gelegt, dann ist es darunter noch einmal gerüscht und dann ist noch ein Unterrock, der halt auch nochmal, ja, ein bisschen gerüscht auch ist. Alles mit so Chiffon, der hat dann auch nochmal eine Borte dran. Ja, wie gesagt, Unterrock. Genau, und von hinten, upsala, sieht das Ganze dann so aus. Also auch mit Gummiband, mit normalem Band und halt wieder mit einer Waist-Tie, die auch an schönen Knöpfen befestigt ist. Ja, und das war es dann, glaube ich, auch soweit mit diesem wunderschönen Jumper-Skirt von Baby and the Stars Shine Bright in Collaboration mit Disney Cinderella. Richtig, richtig toll. Absolut Glück gehabt. Ich bin so glücklich, dass ich dieses Lucky Pack bestellt habe. So, also von den 5 Teilen, die ich bekommen habe, waren 2 absolut perfekt. Das ist der Jumper Skirt und das super schöne Cape. Nicht ganz so perfekt, weil es mir halt nicht auf Anhieb passt, ist die Bluse, die ich aber mir wahrscheinlich noch passend mache. Also eher so ein und jetzt habe ich das eine irgendwie weggehauen. Achso, hier ist es ja. Leider mehr so ist halt das Headpiece und die Strumpfhose. Jetzt kommen wir aber noch zu dem super Special bei diesem Lucky Pack. Ich muss dazu noch vorher erklären, bei Baby and the Stars Shine Bright kann man als Oversea Customer ganz normal bestellen. Also man kann ganz normal auf der Homepage sich anmelden, da ordern, ebenso wie bei Metamorphose. Das geht bei denen relativ einfach. Bei Metamorphose ist das Ganze etwas einfacher. Da kann man nämlich direkt über die Homepage kaufen und auch direkt darüber bezahlen, weil die einen einheitlichen Versand haben, beziehungsweise gestaffelt nach dem, was man kauft. Aber voll in Ordnung und der Versand ist auch super billig. Das hatte ich ja schon beim letzten Lucky Pack gesagt. Bei Baby ist es da ein bisschen anders. Wenn man dann über die Seite bestellt hat, kriegt man dann eine Nachricht von denen, erstmal mit einer Bestellbestätigung und kurz darauf, das dauert meistens so einen Tag, kriegt man dann nochmal eine E-Mail, wo dann eine Excel-Datei angehängt ist und bei der steht dann drauf, was man an Versand bezahlen muss. Mir fällt auch gerade schon wieder auf, ich gucke die ganze Zeit immer an das Bild von der Kamera. Ich habe so eine Kamera, wo man sich selber sehen kann. Deswegen gucke ich immer so ein bisschen zur Seite. Es tut mir voll leid. Ich versuche auch immer in die Kamera zu gucken, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Irgendwann klappt es schon. Ja, genau, weil ich denke, die Excel-Datei. Genau, man kriegt dann darüber den Versand mitgeteilt, der dann tatsächlich auch dem teuren EMS-Versand entspricht. Tappi futtert hier gerade mal neben mir. Alles gut, ich räume das mal ein bisschen zur Seite. Genau, ist dann halt natürlich der teure EMS-Versand, der dann auch wirklich zum vollen Preis berechnet wird. Aber egal, das ist so. Leider bieten die auch keinen anderen Versand an, aber ist halt dann so.
Man kriegt es zumindest angeboten. Nicht so wie bei Angelic Pretty, wo man halt gar nicht als Overseas Customer bestellen kann. Oder wenn, dann halt nur über einen Shopping-Service. Ja. Ging alles relativ einfach. Habe über die Homepage bestellt. Habe den Fehler gemacht. Also ich hatte die vorher schon mal angeschrieben, aber ich hatte dann den Fehler gemacht, in der Bestellung irgendwie noch reinzuschreiben, hier, ich wäre noch an einem Artikel interessiert, der aber schon ausverkauft ist. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat sich dann alles ein bisschen hingezogen. Ich habe also auch die Excel-Datei nicht sofort bekommen, sondern es hat alles halt ein bisschen gedauert. Ende vom Lied, dadurch, dass es so lange gedauert hat, haben sie dann irgendwann gemeint, hier, das geht jetzt dann halt leider nicht mehr mit der Order zusammen. Ich möchte doch dann halt jetzt bitte das bezahlen, wobei sie mir ja die ganze Zeit noch nicht die Excel-Datei geschickt hatten, aber ist okay. Habe ich dann also gemacht, ich wollte es ja haben. Und habe dann halt gemeint, naja, dann gucke ich halt wegen dem anderen dann danach. Ja, es ging eigentlich um eine Tasche, die ich gerne haben wollte. Sie liegt jetzt auch hier, also mittlerweile habe ich sie auch. Ist aber eine andere Geschichte, die erzähle ich vielleicht auch mal. Und es ist total süß. Ich habe dann zusätzlich zu dem Lucky Pack sozusagen noch im Lucky Pack als kleines Extra das super, super süße Mini Usakumiya-chan bekommen. Das ist ein kleiner Rucksack, der natürlich keiner normalen Person irgendwie jemals passen würde. Also wer so einen Rücken hat, das, na wohl, aber sehr klein und da passt auch nicht sonderlich viel rein. Also es hat tatsächlich hier auch einen Reißverschluss und man kann da im Prinzip auch irgendwas reintun, Kleingeld oder ein Schlüssel oder sowas, aber viel passt halt nicht rein. Ist aber trotzdem unheimlich niedlich. Man kann es auch ausziehen. Ich weiß nicht, ich habe noch ein paar Minuten, ich versuche es mal gerade. Usakumiya ist ja Kumiya, also eigentlich ein Bär, der sich halt als Hase verkleidet und deswegen halt so eine Hasenmütze auf hat. Ich versuche das gerade wieder reinzufuddeln. Das ist immer etwas schwieriger bei dem Ganzen. So, jetzt ist das eine Ohr noch falsch. So, genau. Also super, super niedlich. Er hat sogar hier ein kleines B auf dem Füßchen. Auch das Dings hinten dran. Und er hat Magnete in den Händen, was auch der Große hat, sodass man die so zusammen machen kann. Schleifchen, alles, was auch sein großer Bruder hat. Ist super, super süß. Ich war so super glücklich, als ich das gesehen habe, weil ich mir sagte, was? Also nochmal super, super viel Danke an Baby, The Stars Shine Bright. Ich war echt überrascht und super glücklich, als ich das gesehen habe. Und das Geilste ist halt einfach, dieser Rucksack passt meinem Hund. Mein Hund kann mit mir also mittlerweile im Partnerlook mitlaufen. Das ist einfach so genial. Also auch wenn es echt als Mini-Rucksack für normale Menschen total nicht tauglich ist und man ihn vielleicht irgendwo einfach nur an eine Tasche mit dran klipsen kann. Er passt einem kleinen Hund und das ist doch schon viel wert. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, das war mein Unpacking-Video. Achso, eine Kleinigkeit habe ich noch. Nochmal ganz zu Anfang. Der Wert, also nee, der Preis, den ich für dieses Paket bezahlt habe, war 21.600 Yen. Und der Wert, den dieses Paket dann insgesamt gehabt hat mit den Items, die ich hier gekriegt habe, liegt bei ungefähr 76.900 Yen. Also gut mehr als das Dreifache. Das ist eigentlich also ist ungefähr meistens so der Fall. Man hat mindestens den doppelten Wert immer so ungefähr drin. Im Normalfall eigentlich immer den dreifachen. Also es war bisher auch bei denen, die ich alle hatte, immer der dreifache Wert mindestens. Hier ist es ein bisschen mehr, was auch ein bisschen vielleicht an dem kleinen Extra liegt. Ja, also hat sich auf jeden Fall super gelohnt. Auch wenn da immer mal Teile dabei sind, die halt nicht passen oder nicht perfekt sind oder eben zu einem selber nicht so passen vom Stil, ist eigentlich meistens immer mindestens ein Teil dabei und meistens lohnt sich auch dieses eine Teil schon für den Preis. Weil ja zum Beispiel das Jumper Skirt allein schon um die 30.000 Yen kostet und das ist dann bei 20.000 echt voll okay. Also ja, alles in allem perfekt. Kann wieder gekauft werden. Ich warte auf den nächsten Oktober. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen.
Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder ein Abo dalassen würdet. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar solcher Videos machen. Wie ihr es schon rausgehört habt, habe ich auch noch ein paar Lucky Packs da. Ich packe die halt jetzt sozusagen nochmal für euch aus, damit ihr das nochmal sehen könnt, weil ich eben festgestellt habe, dass es irgendwie nicht so viele Videos dieser Art gibt, was ich sehr schade finde, weil ich das auch gerne gehabt hätte. Also ich hätte gerne vorher gesehen, was so in vorherigen Paketen drin war, um so ein bisschen abschätzen zu können, was ich halt kriegen könnte. Das habe ich durchaus gemacht. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, aber es waren halt nicht so viele und ich habe mir auch viele Beiträge bei irgendwelchen Homepages, wo sowas drauf ist, angeguckt. Aber es war halt leider nicht so sonderlich viel, was ich sehr schade finde. Ja, ich hoffe, das wird vielleicht ein bisschen mehr. Also wenn ihr auch Lolitas seid und euch Lucky Packs geholt habt, macht eigene Videos oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch einfach in die Kommentare reinschreiben, was ihr so bekommen habt. Und ja, vielleicht bin ich ja sogar an einem Tausch interessiert, ne? Also postet vielleicht auch Fotos oder so, wäre ganz cool. So, dann ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!